In diesem Video geht es speziell um einen Phantom-Speiseadapter für die Antennenleitung. Wo genau und wie muss ich den anschließen? Warum brauche ich überhaupt so einen Phantomadapter? Die Frage ist berechtigt, weil man eigentlich gar nicht sieht, für was es eigentlich da ist. So einen Phantomadapter braucht man immer dann, wenn man Fahrzeuge hat, wo eine Antenne einen Strom braucht und diesen vom Original-Autoradio über den heißen Leiter, also über das Antennensignal, mit Strom versorgt wird, mit einer Schaltspannung, wo praktisch das originale Autoradio hier eine Schaltspannung bis hoch zur Antenne bringt und damit die Elektronik entsprechend anschalten kann und erst dann den optimalen Empfang gewährleistet. Wir machen jetzt diesen Phantomadapter in diese Antennenleitung als Adapter rein, den wir jetzt hier anstecken können, wo eben ein Alpine-Radio, ein Kenwood oder ein Pioneer oder alle Nachrüstradios eben keine 12 Volt ausgeben, damit die Antenne funktioniert. Das machen die schlichtweg nicht. Und jetzt packen wir unseren Antennenadapter, unseren Phantomadapter hier in die Leitung rein und dieser Phantomadapter, diese Elektronik, gibt diese 12 Volt, die wir jetzt gleich draufgeben, an die Antenne nach oben weiter und verhindert, dass die 12 Volt zum Autoradio, zum neuen zurückkommen. Und diese 12 Volt müssen wir jetzt hernehmen. An unserem Autoradio haben wir immer ein blaues oder blau-weißes Kabel, das ist unsere Remote-Leitung, ist auch meistens in den Anleitungen entsprechend gekennzeichnet. Diese zwei Kabel müssen wir jetzt miteinander verbinden, damit die Schaltspannung vom Autoradio jetzt hochgeschleift werden kann bis zur entsprechenden Elektronik von der Antenne. Die zwei Kabel können wir jetzt mit entsprechenden Quetschverbindern zusammen machen, indem wir jetzt hier zum Beispiel so einen Papa drauf machen und das andere Gegenstück mit einer Mama. So, und jetzt können wir das zusammenstecken und haben unseren Phantomadapter entsprechend angeschlossen. Wer wie hier jetzt auch so einen Lenkradfernbedienungsadapter mit integriert hat, der hat eventuell hier im Kabelbaum auch so ein blaues Kabel. Das ist nichts anderes als diese Remote-Leitung, die wir brauchen. Und da können wir unser Phantomkabel von unserem Phantom-Speiseadapter entsprechend drauf machen mit einem Stromdieb. So, das ist sowas hier. Da kann man dann das Kabel hier einfach abzapfen und den Strom klauen sozusagen. Und das so zusammen machen. So, und dann haben wir uns auch drauf adaptiert mit ganz einfachen Schritten. Wer jetzt ein Fahrzeug hat mit einem Doppel-FACRA-Anschluss, das heißt ein Doppelstecker mit zwei Anschlusskabeln. Hier ist jetzt bloß eins, weil dieses Fahrzeug tatsächlich so vorbereitet ist, zwar einen Doppel-FACRA-Anschluss hat, aber eben nur ein Kabel verlegt. Gibt es genauso Fahrzeuge, die das zweite Kabel tatsächlich auch richtig verlegt haben und wir natürlich gerne das Signal von beiden Antennen hier nutzen möchten für uns, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. Und dafür gibt es dann diesen Doppel-FACRA-Anschluss, der jetzt es ermöglicht, mit dem entsprechenden Adapter hier drauf zu gehen. Und dafür sind jetzt schon unterschiedliche Hülsen mit dabei, dass wenn ich zum Beispiel zwei separate Anschlüsse hätte, also die nicht so in einem Stecker kombiniert sind, sondern über zwei, könnte ich jetzt diese zwei Stecker hier separat machen. So zum Beispiel. Aber wir haben ja jetzt einen kombinierten Doppel-FACRA. Und dazu nehmen wir dann diesen Doppelstecker her, der jetzt genau hier reinpasst. So. Und wir müssen jetzt die zwei Enden hier reinmachen. Ganz auf. So. Und jetzt verriegeln wir den und jetzt sind die drinne. Und jetzt können wir beide Anschlüsse nutzen. Und der Doppel-FACRA-Adapter mit Phantomspeisung, der bringt uns jetzt das Summensignal aus beiden Antennenanschlüssen für unsere Antenne, fürs Autoradio, fürs Neue. Und der Phantomanschluss, der wird jetzt genauso angeschlossen wie in den ersten zwei Varianten auch von einem Single-FACRA. Ist genau die gleiche Funktion. Ich hoffe, ich habe soweit gut erklärt, für was man überhaupt so einen Phantomadapter braucht, wie man jetzt den Phantomadapter auch im Fahrzeug anschließt, dürfte ja jetzt auch kein Problem mehr sein, ob jetzt Single-FACRA oder Doppel-FACRA. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.